Herr Linnemann, Elon Musk fordert heute, die USA sollten aus NATO und den Vereinten Nationen austreten. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Friedrich Merz der nächste Kanzler der Bundesrepublik. Welche Antwort hat er darauf? Ein starkes Europa. Und Europa ist nur dann stark, wenn wir als Europa stark sind. Und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, Europa wartet auf Deutschland. Deswegen müssen wir zügig miteinander ins Gespräch kommen, was wir auch machen. Ich finde das sehr interessant. Hier zeichnet sich jetzt eine Koalition von Linken und CDU ab. Ja, ich wollte noch mal einwerfen, dass die AfD ja hier für einen Kurs steht, der im Prinzip die Tradition von Kremlknechten verfolgt. Hey Leute, das war ein politisches Massaker. Während CDU und CSU versuchen, sich irgendwie als neue Kraft zu verkaufen, übernimmt Bernd Baumann einfach die Sendung. Migration, Bundeswehr, Schulden. Baumann hält den Altparteien gnadenlos den Spiegel vor. Und die können nur noch stammeln. Wer sehen will, wie er CDU und SPD in die Ecke drängt und das Heucheln aufdeckt, unbedingt dranbleiben. Liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Viel Spaß mit dem Video. Auf geht's! Herzlich willkommen zur Berliner Runde, deren Anlass die Bürgerschaftswahlen in Hamburg sind. Aber große Ereignisse haben sich hinzugesellt. Wir wollen auch über die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD und die weltpolitischen Verschiebungen sprechen. Bricht der Westen auseinander und welche Antworten haben wir darauf in Deutschland und Europa? Ich begrüße sehr herzlich die Vertreter der im Bundestag vertretenen Parteien. Matthias Miersch, Generalsekretär der SPD, Carsten Linnemann, Generalsekretär der CDU, Pegah Edalazian, die politische Geschäftsführerin der Grünen, Martin Huber, Generalsekretär der CSU, Jannis Ehling, Bundesgeschäftsführer der Linken und Bernd Baumann, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD. Willkommen zu einer hoffentlich ertragreichen Runde in spannenden Zeiten. Zum Einstieg und als Diskussionsgrundlage hat mein Kollege Stefan Leifert die neuesten Zahlen aus Hamburg für uns, die erste Hochrechnung. Ja, guten Abend aus dem Wahlstudio in Hamburg. Wir haben tatsächlich jetzt die erste Hochrechnung des Abends. Das heißt, die ersten Stimmbezirke sind ausgezählt und diese Zahlen fließen hier jetzt schon ein. Hamburg hat gewählt, so sähe das Ergebnis aus. Die SPD kommt auf 34,3%, Verluste von fast 5 Prozentpunkten. Die Grünen 19,3, ebenfalls Verluste in ähnlicher Höhe. Die CDU kann hinzugewinnen, deutlich sogar, kommt auf 19,5%. Die Linke 11,5 mit leichten Zugewinnen, die AfD ebenfalls leichte Zugewinne 7,4 und die Europapartei Volt bei 2,6%, alle anderen auf 5,4. Hier summieren wir die FDP und das Bündnis Sarah Wagenknecht ein. Also ein Kopf-an-Kopf-Rennen noch zwischen CDU und Grünen. Wie sähe die hamburgische Bürgerschaft auf Grundlage dieser Zahlen aus? Eine absolute Mehrheit liegt bei 61, 121 Sitze insgesamt. Das würde sich so verteilen. Die SPD kommt auf 45 Sitze, die Grünen auf 25, die Union auf 26, die Linke auf 15 und die AfD käme auf 10 Sitze. Was heißt das jetzt für die alles entscheidende Frage einer Regierungsbildung? Diese Optionen gibt es. Es würde reichen für eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition aus SPD und Grünen. Relativ satt sogar. 61 Sitze sind nötig. Auf 70 käme diese Konstellation. Ebenfalls reichen würde es für Schwarz-Rot, SPD und CDU. Und nicht reichen würde es für SPD und Linke. Also Peter Tschentscher ist in der komfortablen Situation, sich seinen Koalitionspartner hier aussuchen zu können. Und damit zurück zu euch nach Berlin. Danke, Stefan. Herr Miersch, die SPD wird in Hamburg wieder stärkste Kraft. Können Sie sich über den Abend freuen, trotz des Schocks vom letzten Sonntag und trotz der Tatsache, dass Sie auch in Hamburg wieder ordentlich verloren haben? Ja, absolut. Das ist ein Wahlsieg von Peter Tschentscher und der Hamburger SPD. Und ich erinnere mich noch gut, vor einer Woche standen wir und haben das schlechteste Ergebnis eingefahren. Hamburg zeigt, dass die SPD auch Wahlen gewinnen kann. Und insofern ist das ein guter Tag. Hamburg ist ein bisschen ein Sonderfall. Herr Linnemann, die CDU in Hamburg konnte sich deutlich verbessern. Die SPD könnte mit Ihnen regieren, hat aber schon gesagt, sie will die rot-grüne Koalition fortsetzen. Wollen Sie sich noch ein bisschen aufhübschen, damit Sie doch attraktiver werden für die SPD? Was heißt aufhübschen? Als erstes sage ich als Demokrat herzlichen Glückwunsch an Herrn Miersch, an die Hamburger SPD und natürlich an Herrn Tschentscher. Die haben klar die Wahl gewonnen. Aber wir haben uns nicht verdoppelt, aber es geht fast in die Nähe. Und deswegen Glückwunsch auch an die Truppe in Hamburg. Und klar gehe ich davon aus, dass Herr Tschentscher auch mit der CDU redet. Sie hat sich verbessert, sie hat einen tollen Wahlkampf gemacht, auf die richtigen Themen gesetzt, Wirtschaft und Sicherheit. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Gespräche auch mit der CDU geführt werden.
Frau Eder-Natjan, die Grünen haben schon mal davon geträumt, den ersten Bürgermeister in Hamburg zu stellen, die erste Bürgermeisterin. Heute Abend auch herbe Verluste. Haben die Hamburger Grünen daran schuld oder waren es die Bündnisgrünen oder vielleicht die Linken? Also erstmal auch Glückwunsch von meiner Seite an SPD. Wir haben in Hamburg heute ein starkes Ergebnis. Wir haben einen Rückhalt für unsere Politik in Hamburg, für Klimaschutz, gerechte Verkehrswende und Wissenschaftsstandort Hamburg. Wir haben das Vertrauen der Bürgerinnen in Hamburg heute bekommen. Und ich sehe, die Zustimmungswerte der Koalition sind sehr hoch. Das haben wir heute auch wieder gesehen, dass wir Kurs halten sollten. Natürlich werden wir die Verluste analysieren, auch vom Bundes- und eben auch in Hamburg. Aber die Hamburger Grünen haben einen starken Wahlkampf vor Ort geleistet. Sie haben gemeinsam, SPD und Grüne, fast 10% verloren. Das wollte ich noch mal hier feststellen. Aber es Herr ist immer noch eine Baumann, beliebte Koalition. Sie sind Hamburger, eine Stadt, von der Tino Kruppalla heute Abend gesagt hat, sie sei schwierig. Sie haben ein bisschen zugelegt, bleiben aber weit hinter den Bundesergebnissen zurück. Obwohl oder weil Ihr Landesverband in Hamburg als gemäßigt gilt? Nein, das ist ja eine Hochburg der SPD und der Grünen. Und wir hatten ja, das ist ja auch wichtig, vor einer Woche bei der Bundestagswahl in Hamburg 11%. Das war ein richtiger Durchbruch. Also wir haben da auch Unterstützung. Jetzt in der Landtagswahl, da spielen Besonderheiten, Hamburger Besonderheiten eine Rolle. Aber die große Richtung stimmt. Herr Ehling, Sie sind zum ersten Mal in dieser Runde. Das bedeutet, dass Sie auch zum ersten Mal, dass Sie als Linke wieder in den Bundestag eingezogen sind. Sie haben einen Erfolg erzielt in Hamburg wiederum. Wollen Sie jetzt versuchen, koalitionsfähig zu werden mit den anderen Parteien? Oder reicht es Ihnen als Protestpartei vom Rechtsruck zu profitieren und die Protestler einzusammeln? Ich will mich erst mal ganz herzlich bei den Wählerinnen und Wählern bedanken, die uns unser historisch bestes Wahlergebnis in Hamburg möglich gemacht haben. So, und wir waren an den Haustüren bei den Menschen auf der Straße und haben sie gefragt. Und wir haben offenkundig einen Nerv der Zeit getroffen mit unserer Forderung nach dem Mietendeckel. So, und wir wollen das Land verändern und wir werden Druck machen aus der Regierung und aus Opposition. Herr Huber, Sie kommen fast 800 Kilometer weit angereist aus Bayern. Sie sind hier, weil Sie mit der Union gemeinsam eine Fraktion im Deutschen Bundestag bilden. Können die Linken sich ein bisschen bei Ihnen bedanken für einen doch sehr polarisierten Wahlkampf, vor allen Dingen im Bundestagswahlkampf? Zunächst einmal auch von mir Glückwunsch an die SPD. Auch wenn das Ergebnis insgesamt ein Dämpfer ist für Rot-Grün bei 10% Minus und das Ergebnis schon auch zeigt, auch in Hamburg weht der Rückenwind für die Union bei 9% plus. Und insofern war auch im vergangenen Bundestagswahl und auch heute schon mit Händen zu greifen. Die Menschen wollen einen Politikwechsel bei Wirtschaft, bei Migration, bei Sicherheit. Und insofern möchte ich auch schon mal darauf hinweisen, was Sie jetzt gerade angesprochen haben. Auch die Union hat letzte Woche deutlich zugelegt. Wir haben einen ganz klaren Regierungsauftrag. Und insofern ist das ja auch das Zeichen, das auch heute hier im Raum steht, dass beide gemeinsam eine große Verantwortung tragen für die weitere Zukunft unseres Landes. Die Union würde sich freuen, wenn in Hamburg die SPD auch auf sie zuginge. Wir kommen zum großen Thema dieses Wochenendes, der Bruch der USA mit dem sogenannten Westen und der Frage, was das bedeutet für die Sondierungen in Berlin, den künftigen Haushalt und die Sicherheit Europas. Herr Linnemann, Elon Musk fordert heute, die USA sollten aus NATO und den Vereinten Nationen austreten. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Friedrich Merz der nächste Kanzler der Bundesrepublik. Welche Antwort hat er darauf? Ein starkes Europa. Und Europa ist nur dann stark, wenn wir als Europa stark sind. Und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, Europa wartet auf Deutschland. Deswegen müssen wir zügig miteinander ins Gespräch kommen, was wir auch machen. Wir werden auch nächste Woche keine Rücksicht nehmen auf Karneval oder andere Dinge, sondern wir werden morgen weiter verhandeln, damit wir meines Erachtens Ostern fertig sind. Denn Europa braucht ein starkes Deutschland. Und ich finde, Friedrich Merz muss eine Führungsrolle übernehmen in Europa, nicht von oben herab. Mit Frankreich, mit Polen oder auch mit Starmer. Wir haben das ja jetzt am Wochenende gesehen, wie Großbritannien eingeladen hat, heute nach London. Das war genau das richtige Zeichen. Europa muss mit einer Stimme sprechen. Erst dann nehmen die Amerikaner uns ernst. Die Amerikaner sind unsere Partner, müssen es auch bleiben. Aber damit sie uns ernst nehmen, müssen wir stark sein, militärisch und wirtschaftlich. Sie sondieren miteinander. Wir hören heute Abend, dass Deutschland dabei sein wird bei diesem Friedensvertrag, den Großbritannien und Frankreich gemeinsam mit der Ukraine ausarbeiten wollen, um ihn dann auch den USA vorzulegen. Wenn Deutschland dabei ist, bedeutet das auch, dass Friedrich Merz dabei sein wird? Ja, der Bundeskanzler hat ja deutlich gemacht, dass er sich sehr eng mit Friedrich Merz abstimmt. Und soweit ich das verfolge, findet das auch statt. Es gibt vertrauenswürdige Gespräche und das ist auch wichtig in dieser Phase.
Herr Linnemann, Sie haben am Freitag Sondierungsgespräche begonnen. Wir haben gehört, es geht vor allen Dingen erstmal ums Geld. Und heute gibt es Meldungen, dass Sie 2 gigantische Sondervermögen auflegen wollen. Einmal das Sondervermögen Bundeswehr um 400 Milliarden Euro aufstocken und ein zweites neues für Infrastruktur. Wiederum in der Größenordnung 400 bis 500 Milliarden Euro. Können Sie das bestätigen? Frau Zimmermann, manche sagen, es ist der letzte Schuss. Das Vokabular mache ich mir nicht zu eigen. Aber vermutlich ist es die wichtigste Epoche, die vor uns steht, seit Gründung der Bundesrepublik. Wenn wir jetzt anfangen, tagtäglich aus diesen Sondierungen irgendwelche Ergebnisse oder Zwischenstände nach draußen zu posaunen, dann war es das. Dann hat diese mögliche Konstellation keinen Erfolg. Und deswegen ist diese mögliche Regierung zum Erfolg verdammt. Und ich werde heute Abend nichts, aber auch gar nichts aus diesen Sondierungen äußern. Andererseits, wenn es der letzte Schuss ist, dann brauchen wir sehr viel Geld dafür wahrscheinlich, um bestehen zu können. Herr Mirsch, möchten Sie diese Sondervermögen bestätigen? Umso wichtiger ist ja, dass man vertrauensvoll zusammenarbeitet. Und bei allem Interesse der Medien, was ich durchaus verstehe, es ist ganz wichtig, dass in einer Koalition, wenn sie denn irgendwann zustande kommt, das ist noch offen, es ist kein Automatismus, aber dass man beginnt mit wirklich Vertrauensbildung. Und das heißt, dass man wirklich über die Inhalte nicht redet, sondern erstmal miteinander um den besten Weg ringt und dann bei Bedarf es auch verkündet. Aber insofern, Frau Zimmermann, ich glaube, alle, CDU, CSU und wir sind uns der großen Herausforderungen in diesen Zeiten bewusst. Und deswegen habe ich das auch so empfunden am Freitag, dass es wirklich konstruktiv und offen gewesen ist. Sie können aber schon sagen, ob Sie so ein Sondervermögen, so große Sondervermögen für sinnvoll halten. Die SPD hat ja ziemlich klare Ansichten davor auch schon vor der Wahl geäußert. Die SPD hat diese Ansichten vor der Wahl geäußert. Wir haben von einem riesigen Investitionsstau gesprochen. Und wir sehen jetzt, dass angesichts der Äußerungen von Herrn Trump noch mehr auf Europa zukommen wird. Ich bin guten Mutes, dass wir wirklich in den Sondierungen dort auch Pfade finden, wo sich alle hinter versammeln können. Wenn die Sondervermögen kommen, bleiben Sie dann trotzdem dabei, dass die Schuldenbremse reformiert werden muss? Frau Zimmermann, Sie machen das sehr, sehr geschickt heute. Aber lassen Sie doch einfach mal uns erst mal verhandeln. Und dann werden Sie sicherlich dann auch wirklich adäquat informiert werden. Frau Eder-Latjan, wenn es Sondervermögen geben sollte, was wir jetzt nicht wissen, dann braucht es die Grünen für eine Zweidrittelmehrheit. Sind Sie bereit, der neuen wahrscheinlichen Regierungskoalition da noch mal zu helfen? Denn das müsste ja durch den alten Bundestag, nicht durch den neuen. Also ich muss erst mal sagen, dass ich ja wirklich verwundert bin, dass bis zum letzten Wahltag die Union gesagt hat, dass man die Schuldenbremse nicht reformieren braucht, dass man genug Mittel hat, um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands sicherzustellen. Und jetzt, wo die Wahlen vorbei sind, wird gesagt, dass wir Mittel brauchen. Und es plötzlich fällt auf, dass bei so einem Epochenbruch, bei der Herausforderung, die wir haben, wir auch Mittel für die Verteidigungsfähigkeit haben. Da muss die Union sich jetzt erst mal sortieren. Man kann uns ja gerade noch nicht mal sagen, ob ein Sondervermögen zustande kommt oder verabschiedet werden soll. Wir bleiben dabei, das haben wir die letzten 3 Jahre gesagt, das haben wir nach dem Ampelbruch gesagt. Das Land braucht eine Schuldenbremsereform, damit wir in das Land investieren, in unsere Verteidigungsfähigkeit investieren. Putin greift uns ja nicht nur mit einem hybriden Angriff an, sondern versucht ja auch in unser Land zu spalten. Deswegen ist es enorm wichtig, dass wir die in Kitas investieren, in Bildung, in unsere Infrastruktur und gleichzeitig in unsere Verteidigungsfähigkeit. Wir haben gesagt, wir übernehmen Verantwortung, wir stehen an der Seite für die Ukraine. Und das bedeutet, dass man auch die Schuldenbremse reformieren muss. Da würde ich gerne zu Herrn Huber gehen. Es stimmt, die Union hat Wahlkampf gemacht mit der Schuldenbremse. Wären Sie jetzt trotzdem bereit, da noch mal ranzugehen? Auch mit Hilfe der Grünen, die Sie ja doch im Wahlkampf sehr scharf angegangen sind. Schauen Sie, Frau Zimmermann, ich kann das ja auch nur noch mal ergänzen und bestätigen, was Carsten Linnemann und Matthias Mirsch gesagt haben. Wir haben eine riesengroße Verantwortung fürs Land als CDU, CSU und SPD. Und es geht darum, dass wir den Menschen das Grundvertrauen in die Politik wiedergeben. Und dazu gehört auch ein neuer Stil in der Zusammenarbeit, anders als bei der Ampel. Und deswegen geht es eben schon auch darum, dass wir vertraulich und konstruktiv miteinander sprechen, was wir auch tun. Und gleichzeitig geht es natürlich auch darum, dass wir uns bewusst machen, dass die Frage der Verteidigungsfähigkeit unseres Landes elementar ist, gerade angesichts der Entwicklungen, die wir jetzt in den letzten Tagen verstärkt festzustellen haben. Natürlich ist das eine riesengroße Herausforderung. Aber ich sage Ihnen auch, ich bin der festen Überzeugung, dass CDU, CSU und SPD gemeinsam genau diese Herausforderung im Blick haben. Es geht darum, dass wir, wie es Carsten Linnemann gesagt hat, den letzten Schuss im Sinne unserer Demokratie nutzen. Und es geht auch darum, dass wir das Grundvertrauen der Menschen in die Politik wiederherstellen. Herr Baumann, Ihre Partei hat den Wahlsieg Donald Trumps bejubelt. Stimmen Sie auch seiner Ansicht zu, dass die Ukraine schuld am Krieg sei und Zelensky kein Interesse am Frieden habe?
Lass mich kurz noch was zu dem Sondervermögen jetzt sagen. Sehr kurz, es war bitte. ja so, dass die Union einen neuen Politikwechsel versprochen hat. Und da ist ja genug Geld vorhanden, wenn man das wirklich macht. Wir geben ja 70 Milliarden für die Folgen der Migration gesamtstaatlich aus, 50 Milliarden für Klimawandel. Wir zahlen Entwicklungshilfe für Indien und China. Also wenn man da das durchforsten würde, wären Gelder da. Und die Generation vor uns haben ja auch eine starke Bundeswehr gehabt. Kampfstarke Division, Panzerdivision, Panzergrenadierdivision, die sind mit dem Geld ausgekommen. Wir haben jetzt die höchsten Steuereinnahmen überhaupt. Das muss möglich sein. Einfach mehr Geld ausgeben und Schulden machen, das geht ja nicht. Jetzt nochmal. Herr Huber, dazu. Ja, ich wollte nur mal einwerfen, dass die AfD ja hier für einen Kurs steht, der im Prinzip die Tradition von Kremlknechten verfolgt. Wenn Sie aus der NATO raus wollen, wenn Sie aus der Europäischen Union raus wollen, wenn Sie aus dem Euro raus wollen, ist das nichts anderes als Geschichtsvergessen und Wohlstandsvernichten. Sie sind eine Gefahr für die äußere Sicherheit unseres Landes. Sie sind diejenigen, die sich das Narrativ von Putin zu eigen machen. Sie sind diejenigen, die eine Gefahr sind für unser Land. Also wir wollen nicht aus der EU aussteigen, wir wollen nicht aus der NATO aussteigen. Dieser Unsinn, das muss hier vom Tisch, das Blödsinn. Das haben Sie doch alles Herr Baumann, formuliert, jetzt noch mal meine Frage. Stimmen Sie Donald Trump zu in dem, was er über die Ukraine gesagt hat und Zelensky? Dass Zelensky kein Interesse am Frieden habe? Das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, der da passiert ist. Das haben wir immer so genannt von Seiten Putin. Aber es hat diplomatische Vorentwicklungen gegeben, die hätten berücksichtigt werden müssen. Es geht mir um die und jetzt Äußerung brauchen wir die jetzt. Gesamtfriedensordnung. Da muss auch Herr Zelensky mitmachen. Herr Zelensky kann sein Land ja nicht alleine verteidigen. Er braucht diesen Gesamtfrieden. Er braucht die USA, er braucht Putin, er braucht Europa. Und da muss er Kompromisse machen. Wenn er Europa braucht, dann hat ja Deutschland sicherlich eine wichtige Rolle darin. Sind Sie der Ansicht, dass auch Deutschland bei diesen Garantien für den Frieden mitmachen sollte? Wir sind ja, wenn wir militärpolitisch das angucken, sind wir null Ouvert. Nach 16 Jahren CDU-Regierung ist die Bundeswehr nur ein Schatten ihrer selbst. Das ist überhaupt nicht möglich. Also ein Frieden in der Ukraine, ein Gesamtfrieden kann ohne Trump und die USA und die militärische Macht der USA überhaupt nicht gelingen. Aber mit Ob die uns oder Bundeswehr ohne da ein uns? bisschen beitragen kann oder nicht, das muss man sehen. Aber die Entscheidung liegt da in Washington in jeder Hinsicht. Okay, also möglich wäre das. Herr Huber, Ihr Parteichef in Brüssel, Manfred Weber, hat gesagt, Europa sei nun allein und brauche eine europäische Armee. Stimmen Sie dem zu? Wir brauchen ein starkes Europa, das, glaube ich, ist unstrittig, und es braucht dafür einen starken Beitrag auch aus der Bundesrepublik Deutschland. Und Markus Söder hat ja auch darauf hingewiesen, wie wichtig es deswegen auch ist, die Bundeswehr auszustatten, auszurüsten, beispielsweise auch mit Drohnen, auch mit moderner Technologie, natürlich auch eine aufwachsende Wehrpflicht in den Blick zu nehmen. Die Erkenntnis muss vor allem sein, es geht um uns, um unsere Verteidigungsfähigkeit. Hier müssen wir deutlich stärker werden. Das müssen wir auch so anpacken. Aber wie gesagt, dazu sind wir natürlich auch in sehr konstruktiven, offenen, aber auch vertraulichen Gesprächen. Herr Linnemann, welche Rolle spielt diese aufwachsende Wehrpflicht in den Sondierungsgesprächen? Das werden wir sehen. Ich glaube, es weiß jeder, dass wir mehr tun müssen in diesem Bereich. Es geht nur nicht von heute auf morgen. Wir haben 180.000 Soldaten in Deutschland. In den nächsten Jahren kommen wir vielleicht auf 200, 205, 210.000. Und es ist kein Geheimnis, dass die Union auch perspektivisch ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr möchte, wo die Wehrpflicht drin aufgeht, weil wir der festen Überzeugung sind, dass es KIT braucht für die Gesellschaft, für den Zusammenhalt. Und ich persönlich bin auch perspektivisch der Meinung, wenn junge Menschen nach der Schule für eine Zeit ihres Lebens, ob es ein halbes Jahr oder vielleicht ein Jahr ist, zur Bundeswehr gehen oder zur Feuerwehr oder zu den Blaulichtorganisationen oder im sozialen Bereich oder ins Ausland, würde das unserer Gesellschaft gut tun. Man würde aus den Blasen herauskommen, Milieus, verschiedene würden sich treffen, die Sozialkompetenzen würden gestärkt werden. Aber natürlich ist das Thema Bundeswehr zentral in diesem Konzept. Wir brauchen eine starke Bundeswehr, wir brauchen eine starke Verteidigungsfähigkeit. Ich würde sogar sagen, die Zeitenwende jetzt am Anfang unserer Legislatur ist nicht wie hausgemacht, aber sie kommt zur richtigen Zeit. Weil jedes Mal, als es eine Koalition gab in den letzten Jahren und Jahrzehnten, war der Koalitionsvertrag nichts mehr wert, weil irgendwas von außen kam, Corona, was auch immer. Und jetzt können wir ein Konzept machen, wo ich der festen Überzeugung bin, dass wir die richtigen Prioritäten für die nächsten Jahre setzen. Entschuldigung, aber es ist 11:55, die Zeit drängt, das ist ernst. Und wir müssen, und Sie sagen, dass Sie nicht aus den Koalitionsgesprächen oder Sondierungsgesprächen berichten müssen und können uns nicht, und Sie werden uns brauchen, können uns nicht gerade sagen, was der Plan ist. Also ich finde das ein bisschen unzufriedenstellend. Vor allem, also Sie haben ja gesehen, wie Herr Trump mit Zelensky
Zelensky umgegangen ist, vor welcher Krise wir stehen. Und wir haben nicht Zeit, große Konzepte jetzt zu entwickeln. Deutschland muss jetzt handeln. Das leugnet, glaube ich, niemand. Ganz kurz, Herr Miersch, hier ist schon von Ihrer Koalition die Rede. Was die Wehrpflicht anbelangt, wie steht die SPD dazu? Ein Gesellschaftsjahr bringt es ja nicht. Es fehlen ja jetzt schon über 20.000 Soldaten und die jungen Leute möchten nicht in die Bundeswehr. Wir haben uns gegen eine Wehrpflicht ausgesprochen. Ich gehe davon aus, dass das auch Gegenstand der Gespräche jetzt sein wird. Nur lassen Sie mich noch mal betonen, wir reden jetzt nur über Verteidigungsfähigkeit. Mindestens genauso wichtig sind auch Investitionen in den Zusammenhalt dieses Landes. Wir werden beispielsweise nur weiter auch die Mehrheit der Bevölkerung haben, auch für die Unterstützung der Ukraine, wenn es nicht auf den Kosten hier des Zusammenhalts in Deutschland geht. Deswegen haben wir hier auch noch eine große Aufgabe. Und wenn Herr Baumann beispielsweise sagt, wir geben viel für Flüchtlinge aus und auf der anderen Seite Klimaschutz aber nicht als menschengemacht sieht, dann tut er genau das Gegenteil, was notwendig wäre. Wir werden ganz andere Flüchtlingsströme beispielsweise erleben, wenn wir den Klimaschutz schleifen. Das hat die AfD noch nicht ganz verstanden. Nee, aber insofern haben wir hier eine Menge an Aufgaben vor uns in Deutschland. Es geht nicht nur um die Verteidigungssicherheit, wo wir eine große Herausforderung haben, sondern auch um die großen Zukunftsthemen, die wir in Deutschland selbst zu bewerkstelligen haben. Bei den großen Zukunftsthemen ist die Linke sicherlich dabei, wenn es da um mehr Geld geht. Aber wie ist es mit der Verteidigungsfähigkeit? Sie erkennen an, dass der ukrainische Krieg ein Angriffskrieg ist, wollen aber sonst daneben stehen und schauen, was passiert. Oder wie stellt die Linke sich das vor? Also erstmal natürlich muss sich Deutschland verteidigen können und wir stehen natürlich auch an der Seite der Ukraine. Das, was jetzt gerade passiert, ist ja, dass wir haben 3 Jahre lang Waffen an die Ukraine geliefert. So, und wir sind jetzt in einer Situation, wo 2 rechte Arschlöcher, Trump und Putin, quasi die Ukraine sich aufteilen. Ja, das ist so ein Gebaren wie die Könige im 19. Jahrhundert, die die Welt unter sich aufteilen. So, und das ist eine Situation, in die wir auch rein manövriert wurden, weil die Bundesregierung, weil Europa nicht früher diplomatische Initiativen ergriffen hat. Das ist Ihre Sprache, nicht unsere. Aber Sie können ja, Sie sagen, Russland ist schuld, aber Sie stehen an der Seitenlinie im Grunde genommen. Also jetzt zu sagen, das hätte früher passieren müssen, ist schön und gut. Aber wir befinden uns ja jetzt in einer wirklich sehr drängenden existenziellen Lage. Was ist die Linke bereit zu tun? Also was zum Beispiel der Ukraine wahnsinnig helfen würde, wäre, wenn es jetzt einen Schuldenschnitt für die Ukraine geben würde. Und es würde der Ukraine in der konkreten Situation natürlich helfen, wenn die Europäer sich zusammensetzen und verdammt nochmal dafür sorgen, dass die Menschen in der Ukraine mit am Verhandlungstisch sitzen und nicht die USA und Russland das jetzt unter sich ausmachen und dieses Land ausplündern. Ja, das tun sie ja gerade, aber das wird höchstwahrscheinlich nicht ausreichen. Herr Miersch, der Kanzler hat sich abgestimmt mit Herrn Merz in den letzten Tagen. Tatsächlich erst nach dem Eklat im Weißen Haus am Freitag hat er ihn angerufen. In den Tagen zuvor hat der Regierungssprecher gesagt, ein Regierungspraktikum gäbe es nicht, eine engere Abstimmung sei nicht nötig. Was will der Kanzler jetzt tun? Er will ihn nicht mit auf internationale Gipfel nehmen, das haben wir verstanden. Aber wie soll diese Abstimmung aussehen? Ich muss Sie vorher korrigieren, denn vorher gab es bereits auch Kontakt und Gespräche zwischen dem Kanzler und Herrn Merz. Und insofern ist das jetzt die logische Folge. Und vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung ist es selbstverständlich, dass der Kanzler sich mit Friedrich Merz austauscht und dementsprechend auch natürlich die Sondierung informiert. Und ich bin da sehr sicher, dass wir sehr handlungsfähig sind und auch, wenn es dann dazu kommt, zu einem sehr guten Übergang kommen. Es gibt jetzt diese Initiative von Keir Starmer und Emmanuel Macron mit diesem Friedensplan. Es gab einen Gipfel jetzt in London. Emmanuel Macron und Keir Starmer waren in Washington. Natürlich ist es eine schwierige Lage, weil der geschäftsführende Kanzler offensichtlich nicht mehr die entscheidende Rolle spielt. Wäre es nicht gut, auch ein Ereignis sozusagen im Zusammenhang mit diesem ganzen Eklat und den enormen Schwierigkeiten in Deutschland stattfinden zu lassen, bei dem dann eventuell auch der Oppositionsführer, der noch Oppositionsführer dabei sein könnte? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Europa jetzt zu einer Sprache kommt. Und deswegen ist das, was in London stattgefunden hat, heute ein wichtiger Schritt. Und es folgt dann der Europäische Rat. Das ist so vorgesehen. Und insofern, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht Symbole an Orten, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass die Europäische Union, die Staats- und Regierungschefs, auf die es jetzt ankommt, tatsächlich eine gemeinsame Haltung entwickeln. Und es sind auch bei dem Friedensplan ja durchaus noch große Fragen. Eben haben Sie die Amerikaner angesprochen. Auch der britische Premier mit dem französischen Staatspräsidenten gehen davon aus, dass die USA weiter dabei sind. Und das wird die entscheidende Frage sein, die wir jetzt als Europäische Union mit den Vereinigten Staaten zu klären haben.
Ist das mehr als der Versuch, Zeit zu gewinnen, Herr Huber, wenn man jetzt sagt, die USA müssen dabei bleiben? Weil eigentlich sagt ja auch Ihr Parteichef, wir sind allein. Zum einen müssen wir schon auch sehen, dass die transatlantische Partnerschaft eine Geschichte hat, dass sie tief verwurzelt ist und dass sie nicht nur an einzelnen Regierungen hängt. Sie ist eine lange Geschichte, eine gewachsene Freundschaft. Und insofern sollten wir immer auch auf die transatlantische Partnerschaft, auf die Freundschaft zu den USA pochen und sie auch pflegen, bei allen Schwierigkeiten, die uns momentan hier auch mit auf den Weg gegeben sind. Und gleichzeitig ist es so, dass wir vor allem auch darauf schauen müssen, wie können wir selbst stärker werden. Wir müssen selbst stärker werden. Aber klar ist auch, in der jetzigen Situation ist eine dauerhafte Lösung ohne die USA nicht möglich, schwer denkbar. Und deswegen gilt es, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Das heißt, auf die eigene Stärke zu setzen, selbst stärker zu werden, aber gleichzeitig auch darauf zu pochen, dass die USA weiterhin ihrer Verantwortung gerecht werden. Das wird nicht leicht. Aber auch dafür ist die Voraussetzung, dass wir selbst auf die eigene Stärke setzen. Denn das hat man schon erleben können. Die neue US-Regierung akzeptiert vor allem die Stärke des anderen. Sie wird sich nicht bewegen, wenn wir jammern, wenn wir irgendwie uns wegducken, sondern sie wird dann reagieren, wenn wir selbst stark sind und auf die eigene Stärke setzen. Und diese beiden Herausforderungen müssen wir meistern. Aber wir haben keine Stärke und das liegt an der Union. Sie haben die Bundeswehr kaputt gemacht in 16 Jahren. Und das ist nicht in wenigen Jahren wieder aufzubauen. Das war eine Katastrophe, an dem wir jetzt noch rumlaborieren. Das müssen die Leute doch draußen wissen. Und weil Deutschland schwach ist Europa schwach. Das ist ihr Problem. Herr Linnemann, die Union hat den Kanzler sehr hart dafür kritisiert, dass er die Taurus-Marschflugkörper nicht liefern wollte in die Ukraine. Sie haben 3 Sondersitzungen des Bundestags dazu einberufen. Wenn Friedrich Merz nun demnächst höchstwahrscheinlich Kanzler sein wird, könnte er das entscheiden? Wird er das tun? Es wird eine Entscheidung geben. Wir sehen das heute auch in London, insgesamt in der Europäischen Union. Ich bin froh, dass wir einen ganz großen Schritt weiter sind. Es war früher so, man fuhr nach Brüssel und hatte die eigenen Sachen im Kopf und im Gepäck und hatte nur die eigenen Interessen im Sinn. Und das ist, finde ich, spätestens seit heute vorbei. Die Europäische Union zeigt heute zum ersten Mal richtig klar, dass sie handeln will. Das ist Macron zu verdanken und vor allen Dingen Keir Starmer, die übrigens nicht mehr in der Europäischen Union sind. Umso wichtiger ist es auch hier, gerade bei der Verteidigungsfähigkeit zusammenzuarbeiten. Und Friedrich Merz ist vorbereitet wie kaum ein anderer auf dieses Amt, sollte er denn Bundeskanzler werden. Seit Monaten steht er in Kontakt mit den Staats- und Regierungschefs in Europa. Und er weiß, dass das die zentralste Aufgabe ist seiner Amtszeit, dieses Europa wieder zu dem zu machen, was es mal war, nämlich ein starkes Europa. Und Martin Huber hat völlig recht. Donald Trump wird uns nur ernst nehmen, wenn wir ein starkes Europa sind. Und ich wette, dann können wir auch wieder über Handelsabkommen und vieles mehr reden. Denn irgendwann werden die Amerikaner auch wieder sehen, dass es Sinn macht, ein starkes Europa und ein starkes Europa zusammenzusehen. Denn dann kann man viel erreichen. Irgendwann. Herr Miersch, das ist deutliche Kritik am Kanzler, der auch von anderen Seiten für seine Europapolitik kritisiert wurde. Die Außenministerin hat vorgestern nach dem Eklat auf jeden Fall noch mal gesagt, die 3 Milliarden, die in der Schleife sind und um die sehr viel Streit gegeben hat in den letzten Monaten in der Rumpf-Ampel-Koalition, müssten jetzt freigegeben werden. Sie wollen das nicht tun, oder? Wir haben ja darüber in der Ampel gestritten und wir haben immer deutlich gemacht, dass wir eben gerade auch bei überplanmäßigen Aufgaben darauf achten müssen, dass das nicht zulasten zum Beispiel der Kommunen etc. geht. Insofern geht es jetzt in den Sondierungen um ein Gesamtpaket. Und ich glaube, gerade weil Sie Taurus auch noch mal angesprochen haben, da hatten wir unterschiedliche und haben wahrscheinlich auch unterschiedliche Auffassungen, auch jetzt zwischen CDU, CSU und SPD. Auch in der Ampel gab es diese unterschiedlichen Auffassungen zu den Grünen schon. Ich glaube, wir müssen jetzt sehr aufpassen, gerade in dieser Phase, dass dieser Konflikt nicht außer Rand und Band bzw. eskaliert, wo wir unter Umständen wirklich die Folgen nicht übersehen können. Insofern ist der Kurs, den Kanzler Olaf Scholz hier in den letzten Jahren gefahren hat, gerade was die Waffenlieferung auch angeht, sehr, sehr sorgfältig abzuwägen, meines Erachtens ein richtiger, gerade auch jetzt in dieser Phase. Dem Kanzler wird durchaus vorgeworfen, dass er nicht genug getan hat, dass er nicht schnell genug und überhaupt nicht genug geliefert hat. Den Vorwurf weisen Sie nach wie vor zurück. Ja, ich glaube, es ist immer einfach zu fordern und zu sagen, das muss mehr. Als Regierungschef hat man die Aufgabe, sehr deutlich die Folgen abzuwägen. Man verfügt auch über Informationen, die man nicht in der Öffentlichkeit einfach so diskutieren und ausbreiten kann. Und insofern glaube ich schon, dass an dieser Stelle die Kritik an Olaf Scholz nicht richtig, nicht angemessen gewesen ist. Und ich hoffe sehr, dass wir
dann auch zukünftig, in welcher Konstellation auch immer, tatsächlich diesen Weg auch der Besonnenheit fortsetzen. Schauen Sie, Frau Zimmermann, es geht ja schon auch um die Bestandsaufnahme, dass die Situation durchaus vergleichbar ist mit so mancher Phase des Kalten Kriegs. Wir sind als freier Westen herausgefordert. Aber in den 80er Jahren hatten wir das Selbstbewusstsein in Deutschland und als freier Westen, dass wir wirtschaftlich, militärisch, technologisch die Stärkeren sind. Und genau dieses Selbstbewusstsein ist doch die Frage, haben wir das heute noch, können wir das heute noch haben? Und deswegen ist doch entscheidend, dass wir genau dieses Selbstbewusstsein, dass wir wirtschaftlich, militärisch, technologisch die Stärkeren sind, auch wieder uns zu eigen machen können und aus diesem Selbstbewusstsein, dass wir die Stärkeren sind, auch das Bewusstsein haben, dass wir diesen Wettlauf der Systeme für uns entscheiden und dass am Ende der freie Westen und auch unsere Demokratie den längeren Atem hat. Herr Ehling, stark werden, das hat auch was damit zu tun, und selbstbewusst werden hat auch damit zu tun, dass die Bahn fährt, dass die Straßen funktionieren. Sie sehen, es wird irgendwie großen Bedarf an Geld geben. Im neuen Bundestag hat die Koalition keine Zweidrittelmehrheit mehr, auch nicht zusammen mit den Grünen. Sind Sie bereit, mitzuhelfen, wenn es um die Frage geht, Geld für Infrastruktur in Deutschland? Also wenn die CDU, wenn Friedrich Merz auf uns zukommt und sagt, wir wollen die Schuldenbremse abschaffen und wir brauchen dafür Ihre Stimmen, dann machen wir das natürlich und stimmen da gerne mit, weil die Situation ist doch die, dass wir sind ja quasi wie Hausbesitzer, das Dach ist marode und wir geben keine Kredite aus. So. Und wenn das Dach kaputt ist, dann zahlt man doppelt drauf. Und wir müssen jetzt als Land ganz stark investieren in die Industrie, in die Kitas, in die Schulen, in die Bahn und natürlich auch in sozialen Wohnungsbau. Und da sind wir sofort dabei. Da sind Sie dabei. Herr Baumann, wie ist es mit Ihnen? Sie haben in Ihrem Programm die Schuldenbremse stehen. Die scheint ziemlich sakrosankt. Aber Investitionen in die Zukunft des Landes, zu denen können Sie ja nicht Nein sagen. Ich finde das ja interessant. Hier zeichnet sich jetzt eine Koalition von Linken und CDU ab. Viel Spaß dabei. Keine Koalition. Ansonsten ist ja klar, wir haben die höchsten Steuereinnahmen je. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Wir müssen umschalten. Wir geben 70 Milliarden sinnloserweise für Migration aus, für Klima und alles Mögliche, was sonst kein Land der Welt macht. Wir müssen eine vernünftige Politik machen. Und das hatte die CDU doch versprochen. Zurückweisung an der Grenze. Ihr Programm das spart ist doch so viele Kosten ein. für das Land. Zurückweisung an der Grenze, das spart erstmal Kosten ein. Das muss alles kommen. Und dann werden wir sehen, dass Geld auch dafür da ist. Der ganze Haushalt ist malade, der ist schief aufgehängt, der ist nach linksgrün Prioritäten seit der Merkel-Regierung. Und jetzt ist die Union angetreten, das zu ändern. Ich bin gespannt, ob das mit der SPD gelingt. Wir stehen zur Verfügung, wenn entscheidende Fragen zu entscheiden sind, mit Mehrheiten, wie wir es im Bundestag schon gezeigt haben. Herr Lindmann, möchten Sie darauf antworten? Ach, das ist doch hinlänglich bekannt. Okay, das ist hinlänglich dann ist gut. bekannt. Wir sind jetzt zum Erfolg verdammt. Und Herr Miersch muss mit der SPD und wir mit CDU, CSU jetzt die Zukunft gewinnen. Wir brauchen Aufbruch und Erneuerung. Und da sind wir jetzt zum Erfolg verdammt. Und das ist unsere verdammte Pflicht. Punkt. Ich wünsche Ihnen eine gute Hand, aber Sie werden Unterstützung brauchen. Vielen Dank. Herr Miersch, die SPD hat in der vergangenen Woche noch mal versucht, mit ihren etwas erschlafften Muskeln zu spielen und das Druckmittel einzubringen, dass diese Koalition überhaupt kein Selbstläufer sei, dass Sie es von der Union erwarten, dass sie auf sie zugeht und natürlich, dass Sie auch einen Mitgliederentscheid haben werden, der über diesen Koalitionsvertrag entscheidet. Hat der Eklat im Weißen Haus Sie zu der Erkenntnis gebracht, dass Sie tatsächlich jetzt verdammt noch mal dazu verpflichtet sind, eine Koalition zu bilden? Nein, wir sind 2 bzw. 3 sehr selbstbewusste Partner. Und ich bin mir sehr sicher, aus meinen Erinnerungen der anderen früheren großen Koalitionen wird die CSU genauso wie die CDU auch darauf achten, dass in diesen Verhandlungen die Dinge vorkommen, die sie wichtig finden. Und dass die SPD Dinge einbringen wird, für die sie Wahlkampf gemacht hat, ist doch außer Frage. Und dass man sehr konstruktiv, aber auch sehr sachorientiert verhandelt, ist auch richtig. Dass das, was in dem Weißen Haus passiert ist, eine Zäsur ist, das ist klar. Und ich sage nochmal, wir sind, glaube ich, uns alle der Verantwortung bewusst. Aber es gibt keinen Automatismus, den kann es nicht geben. Weder für die CSU, noch für die CDU, noch für die SPD. Aber Sie gehen schon davon aus, dass es eine Koalition gibt zwischen Union und SPD? Ich kann nur sagen, wir haben am Freitag wirklich richtig gut begonnen. Es war sehr sachlich, auch vertrauensbildend. Und es geht jetzt morgen weiter. Und dann werden wir sehen, wie die Dinge laufen. Aber wir wissen, glaube ich, alle, was die Stunde geschlagen hat. Also kein Karneval morgen. Kein Karneval. Wir arbeiten. Was als Hannoveraner einfacher fällt, wenngleich wir auch ein paar Hochburgen. Herr Linnemann, Friedrich Merz hat gesagt, er möchte den Koalitionsvertrag vor den Osterferien stehen haben. Hat er da den Mitgliederentscheid der SPD mit eingerechnet, der ja so in etwa 2 Wochen dauern wird, oder nicht? Ich glaube, es kommt auf eine Woche am Ende nicht an. Entscheidend ist, dass wir jetzt den Unterschied machen.
Alle Koalitionen haben in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich gesagt, sie wollen es jetzt besser machen. Wir müssen es wirklich besser machen. Und den Geist, den ich gespürt habe am Freitag in der Runde, der war da. Dass alle wussten, wir können jetzt hier nicht über Kleinkram reden, sondern wir wollen Deutschland als dritt- oder viertgrößte Volkswirtschaft der Welt wieder nach vorne führen. Und das ist unsere Aufgabe und deswegen gehen wir auch jeden Tag diesem Schritt an. Herzlichen Dank in die Runde. Das war unsere Berliner Runde zur Bürgerschaftswahl in Hamburg und zu den weltpolitischen Erschütterungen dieser Tage. Also mal ehrlich, was war das bitte für eine Berliner Runde? Wenn man das so hört, wird Merz einfach ein gigantisches Sondervermögen aufnehmen, als gäbe es kein Morgen. Und das, nachdem CDU und CSU jahrelang die Schuldenbremse als Heiligtum verkauft haben. Die brechen gnadenlos jedes Wahlversprechen. Aber wundert das überhaupt noch jemand? Man darf diesen Politikern wirklich kein Wort mehr glauben. Sie lügen sich durch jede Wahl, schmeißen mit Milliarden um sich, während die Bürger die Rechnung zahlen. Und trotzdem gibt es immer noch Leute, die diesen Altparteien hinterherlaufen. Wann wachen diese Menschen endlich auf und erkennen, dass die AfD die einzige Alternative ist? Und dann Bernd Baumann, einfach genial. Er rockt diese Sendung. Während die Altparteien nur noch dumm aus der Wäsche gucken, CDU, CSU, SPD, sie alle werden vom Baumann eiskalt vorgeführt. Und was machen die? Das übliche Framing, weil sie nichts anderes mehr haben. Kremlknecht soll Baumann sein. Lächerlich. Die eigentlichen Knechte sitzen doch in der CSU und tanzen brav nach der Pfeife von Merz und BlackRock. Diese Scheinopposition ist nicht mal mehr peinlich, sie ist einfach durchschaubar. Also Leute, wer immer noch CDU oder SPD wählt, dem ist echt nicht mehr zu helfen. Es wird Zeit, die Altparteien auf den Müllhaufen der Geschichte zu schicken und eine echte politische Wende einzuleiten. Lasst ein Like da, kommentiert eure Meinung und vergesst nicht zu abonnieren. Wir müssen diesen Wahnsinn ein Ende setzen. Bis zum nächsten Mal.